Willkommen bei der High-End Society. Heute wollen wir uns mal anschauen, wo die Firma Transrotor ihre legendären Plattenspieler fertigt. Hinter mir, das ist die Adresse, zu der mich das Navigationssystem geführt hat. Aber wie wir sehen, gar keine große Firma oder vielleicht doch. Wir schauen einfach mal rein. Kommt mal mit. Ist ja doch richtig. Hallo Dirk. Hier bist du richtig. Hallo Jürgen. Jochen, vor mehr als 50 Jahren hast du die Firma Transrotor gegründet. Wie genau ging es los? Wann genau hast du die Firma gegründet? 1971 konnte ich die Vertretung für Transcriptor Plattenspieler kriegen. Das war eine englische Firma und ein David Gammon hatte einen wunderbaren Plattenspieler konstruiert und den konnte ich in Deutschland verkaufen. Und auf einmal, kann man sagen, lief das. Und ich habe dann auch in Deutschland einen guten Händlerkreis aufgebaut. Und wie ist der Vertrieb dann weitergegangen? Wie ist Transrotor in Deutschland dann so richtig bekannt geworden? Irgendwann habe ich überlegt, selber was zu bauen. Und da kam mir die Firma Grundig zu Hilfe. Die wollten, dass ich für sie einen Plattenspieler herstellen lasse, der dann extra für Grundig war. Und dann habe ich den ersten eigenentwickelten Plattenspieler gebaut, der zu der Grundig-Anlage passte. Bin damit nach Fürth gefahren und habe das den Herren dort vorgeführt. Die haben sich das angeguckt und sagten, ja, das machen wir. Aber jetzt wollte ich das nicht nur für Grundig machen, sondern auch für mich. Und dann haben wir uns geeinigt, wir bauen dieses Gerät für Grundig, das kann Grundig und ich verkaufe das auch zu meinen Händlern, die mehr reine HiFi-Studios fahren. Und das ging über viele Jahre, funktionierte das bestens. Und darauf aufbauend habe ich dann neue Plattenspieler konstruiert, die so ein bisschen aussahen wie frühere Schallplattenschneidemaschinen. Und da war es so, dass ich oft eine Idee hatte für das Äußere und aber auch genau genommen keine Lust hatte, jetzt das zu zeichnen. Und das hat dann der Herr Hornung gemacht. Und das geht jetzt, kann man sagen, schon 35, 38 Jahre so. Die Plattenspieler von Transrotor zeichnet ein sicherlich sehr eigenständiges Design aus. Du bist Maschinenbauer gelernt, habe ich erfahren. Wie kommt man dazu, ein solches Design zu entwerfen und wie hat sich das im Laufe der Zeit weiterentwickelt? Also ich bin da näher in die Plattenspielertechnik hereingegangen und habe dann überlegt, wenn ein Plattenspieler ein großes Chassis hat, dann ist der bei lauter Musik ist das leicht zu Resonanzen anzuregen. Und das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir wollen den Plattenspieler von der Lautstärke der Lautsprecher nicht gestört haben. Und in dieser Richtung habe ich weiter konstruiert, dass die Plattenspieler nicht mehr aussahen wie früher, also ein geschlossenes Ganzes mit einer Haube drauf und fertig, sondern habe dann unterschiedlichste Formen, aber immer in der Richtung ausgedacht, dass der Plattenspieler als solcher nicht zum Mitschwingen durch die Lautsprecher angeregt wird. Wir haben da mal ein Gerät konstruiert, das hieß Fat Bob. Viel Metall, sehr schwer, haben wir lange gebaut und lange verkauft, aber nicht in Riesenstückzahlen. Manches ist dann eine gelungene Konstruktion, das verkauft man gut, und anderes, ja Herrgott, da macht man 10 oder 20 Stück von und das war's dann. Ne? Da habe ich gar kein Problem mit, auch mal was konstruiert zu haben, was dann nicht so ankommt. Also wir haben bestimmt 40 verschiedene Modelle konstruiert und davon 30
Modelle, die auch wirklich in schönen Stückzahlen gebaut worden sind. Im Laufe der ganzen Jahrzehnte hat Transrotor auch einige Innovationen hervorgebracht, wie beispielsweise das TMD-Lager. Wie kam es dazu? Also im Antrieb des Plattentellers kann man ja einiges Gute machen. Da haben wir eine ganz spezielle Form des Antriebs erfunden. Da haben wir das Lager im Plattenspieler zweigeteilt. Da ist eine untere Scheibe, da treibt der Motor drauf an, über einen Riemen. Und das ist besetzt mit einigen Magneten, das sind mal mehr oder mal weniger. Und über ein oder zwei Kugellager ist das obere Teil gelagert. Also die beiden sind drehbar gegeneinander gelagert. Dann kommen Magneten zwischen die beiden Teile. Und wenn diese Magneten übereinander stehen, dann wird von der unteren Scheibe die obere Scheibe mitgenommen. Der Medienkonsum verändert sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Es gab auch mal eine Zeit, in der Schallplatten, in der Vinyl nicht so gefragt war und die CD groß boomte. Was stimmt einen im Laufe dieser vielen Jahre zuversichtlich, so innovativ und so stark weiter an der Platte festzuhalten? Ich habe einfach weitergemacht und für einen kleinen Kreis von Schallplattenfans gearbeitet. Für uns kleine Firma mit 15 Leuten reichte das. Und damit haben wir natürlich auch mit Abstrichen die Zeit, wo es eigentlich Platten gar nicht mehr gab, jedenfalls nicht in der Breite, konnten wir überstehen. Einfach weil keiner von den Großen mehr da war. Bei Transrotor ist nicht nur der Jochen Räke, sondern auch dein Sohn Dirk beschäftigt. Was ist seine Position und wie entwickelt sich die? Also ich war 64 ungefähr. Da habe ich überlegt, irgendwann musst du ja die Firma mal abgeben und hatte schon immer so im Hinterkopf, mal den Dirk zu fragen, ob er sich da nicht einbringen möchte. Er war im kaufmännischen Bereich zu Hause und war da auch sehr erfolgreich. Und irgendwann habe ich den Dirk dann direkt gefragt, würdest du das machen? Und letzten Endes hat der Dirk gesagt, gut, mache ich. Tatsächlich ist es heute so, jetzt bin ich 84, freue mich, dass ich noch ein bisschen mitgucke in der Firma. Und das kann ich mir jetzt alles wunderschön von der Seite angucken. Und bin mit der Entwicklung, wie sie jetzt läuft, auch mit dem Dirk und mit den Kollegen sehr zufrieden. Klopfen auf Holz. Dirk, wie sah dein amtlicher Einstieg bei der Firma Transrotor aus und wann genau war das? Das ist jetzt so ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich fest hier mitarbeite, mit Funktionen und so weiter und so fort. Aber es ist eben so, wenn man ein Unternehmen in der Familie hat, dann ist das tägliches Thema beim Mittagessen. Also man bespricht über die Firma und ich war auch immer auf allen Messen, habe ich auch mitgearbeitet und hier auch in der Firma Jobs gehabt, Netzteile löten und solche Sachen, auch als Jugendlicher schon neben der Schule. Aber eben fest dabei seit 20 Jahren jetzt. Das bringt uns eigentlich genau zu der Frage, was ist dein Aufgabengebiet jetzt aktuell bei der Firma Transrotor? Naja, also wie der Titel sagt, die Geschäftsführung. Ne? Also das ist die Sache. Es hat sich so ergeben, als ich habe angefangen, habe ich mich um das Exportgeschäft gekümmert, also das erweitert oder aufgebaut, je nachdem, wie man es definiert. Und dann ist das so ein fließender Übergang gewesen mit meinem Vater. Also wir hatten nie so einen Stichtag, so Junge, jetzt gehört dir das alles, jetzt machst du das, sondern es hat sich so ergeben bis zum Standpunkt heute dann. Stichwort Export, Transrotor als traditionsreiches deutsches Unternehmen. Wie sieht es aus mit dem Vertrieb hier in Deutschland und dem Anteil in Übersee oder in anderen Ländern? Wir haben gerade für eine deutsche High-End-Firma einen ziemlich großen Anteil vom Geschäft in Deutschland noch vom Umsatz, also über 40%, 46, 47%. Und das ist auch stabil schon seit langer Zeit. Also auch mit dem Wachsen des Unternehmens ist das so mitgegangen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also wenn man im Heimatland guten Erfolg hat, das
zahlt sich auch aus im Auslandsgeschäft dann natürlich. Und wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr jetzt aktuell bei eurer Firma? Alle zusammen sind wir 14 jetzt, teilweise Halbtagskräfte, aber 14 Menschen, die hier arbeiten. Ja. Bei euch im Haus werden sicherlich die gesamten Entwicklungsarbeiten gemacht. Was genau umfasst das alles? Ja, also jegliche Art von Konstruktion, also Idee, Besprechen der Idee, dann die letztendliche Konstruktion, also die Zeichnung, die dann rausgegeben wird. Und alles, was Nachbearbeiten, vor allem Oberflächenbearbeitung bedeutet, machen wir hier im Haus. Und die Rohteile, also jetzt der unpolierte Plattenteller zum Beispiel, den lassen wir uns von Spezialisten, die alle hier im Umkreis sind, fertigen, was einen Vorteil hat, weil man kann dann eben für die entsprechenden Teile zum jeweiligen Spezialisten gehen und muss nicht auf einer eigenen Fräse oder irgendwelche Kompromisse machen, weil man nicht alle Formen hinkriegt. Man kann jeweils zu den speziellen Firmen gehen. Das bedeutet also, ein Transrotor ist ganz urtypisch Made in Germany, korrekt? Korrekt, also Made in Germany ist ein Schlagwort, was tatsächlich stimmt in unserem Fall. Anderes Schlagwort, was ja sehr inflationär verwendet wird, ist ja das Wort Manufaktur. Also ich war neulich in der Frittenmanufaktur am Bahnhof und so, aber bei uns stimmt das wirklich so. Ein ganz klassischer Handwerksbetrieb in Zusammenarbeit mit einigen Zulieferern. Ne? Jetzt ist Transrotor für die Feinmechanik berühmt und sicherlich ist natürlich das Thema Qualitätssicherung dort auch ein ganz wichtiges. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie überprüft ihr gerade halt auch die zugelieferten Teile? Wie sieht die Qualitätssicherung bei euch im Haus aus? Ja. Das spielt eine sehr große Rolle, weil wir sind ja neben dem guten Klang und der Technik berühmt für das gute Aussehen und die tolle Oberflächenqualität unserer Geräte. Und ja, das ist natürlich unheimlich wichtig, dass das eben regelmäßig kontrolliert wird, dass die Fertigung stimmt. Und wir sind auch im Austausch mit unseren Lieferanten. Das ist ein weiterer Vorteil, dass die alle hier in der Gegend sitzen. Also wenn wir Teile aus China kriegen würden, dann könnte man nicht eben mal hinfahren und zeigen, hier dieses Teil muss nochmal nachgearbeitet werden. Und was die Qualitätssicherung betrifft, sind wir stolz, wie das bei uns läuft, weil jeder Einzelne, der hier arbeitet, hat die Endqualität im Blick. Jetzt ist Transrotor schon seit fast einem halben Jahrhundert, seit 50 Jahren im Geschäft. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge Plattenspieler, die schon einige Jahre mittlerweile bei den Kunden draußen spielen. Wie sieht es aus mit dem Thema Service, gerade halt eben auch von solchen alten Klassikern? Service ist ein ganz großes Thema bei Transrotor, weil die Geräte sind ja unterwegs, haben seit 1970, 1971. Und wir können alle Geräte, die zu uns kommen, auch aus dieser ganz alten Zeit wieder auf einen komplett neuen Zustand bringen. Auch wenn jemand zum Beispiel ein Gerät aus den 80er Jahren hat, können wir aktuelle Lager da einbauen oder auch teilweise alte Motoren, die es nicht mehr gibt, durch neue Motoren ersetzen. Die Netzteile heute sind viel besser als früher, die funktionieren auch mit den ganz alten Geräten, solche Themen. Neben dem Thema Plattenspieler ist das Thema Tonarme für euch, glaube ich, auch ein sehr wichtiges, richtig? Richtig, also wir haben uns ja vor einigen Jahren entschieden, eine eigene Tonarmreihe auf den Markt zu bringen. Und das war so eine einjährige Phase, die das gedauert hat, um das so weit zu kriegen, bis wir eben zufrieden waren damit. Wir wollten das so machen, wir wollten erst ein richtiges Statement setzen und einen Tonarm bauen, der so gut ist, wie wir können, und dann überlegen, ob man davon noch günstigere Varianten baut, aber erstmal uns selber auch einen Standard setzen. Und ja, das war mit viel Arbeit verbunden und zwar nicht nur mit der eigentlichen Planung und Konstruktion und Idee, sondern auch das, was danach kommt. Nämlich gerade beim Tonarm ist ja wichtig, dass man die richtigen Toleranzen beachtet und den Tonarm so einstellt, dass er nicht zu leicht sich bewegt, aber auch nicht zu hart geführt wird und solche Sachen. Da sind wir aber eben nach dieser einjährigen Arbeit zum sehr guten Ergebnis gekommen, da sind wir ein bisschen stolz drauf. Man sieht schon, ihr habt ein sehr breites Produktportfolio über verschiedene Preisklassen. Wie geht es weiter bei Transrotor? Wollt ihr neue Preisklassen besetzen, nach oben oder nach unten, oder wie kann ich mir die Zukunft vorstellen? Wie du sagst, wir bedienen ja ein sehr weites Portfolio. Es geht ja im Grunde von knapp 3.000 € bis Ende offen bei uns, und in dem Bereich bewegen wir uns. Und also, was ich oft gefragt werde, wollt ihr irgendwann auch mal günstige Geräte machen? Das ist also eine regelmäßige Frage.
Und ich denke, nein. Also wir haben unseren speziellen Bereich, da sind wir gut und da sind alle Leute gut, die hier arbeiten und eben unsere Zulieferer, also das komplette Konstrukt, und da bleiben wir auch. Jetzt sind wir in der Tonarmproduktion bei der Firma Transrotor und bei mir sitzt der Herr Pütz, der Spezialist für diesen Aufgabenbereich. Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird hier ein Tonarm für Transrotor gefertigt? Also wir nehmen die gefertigten Teile aus der Dreherei entgegen, führen eine Qualitätskontrolle durch, müssen den einen oder anderen Grad vielleicht noch entfernen, hier und da ein Gewinde nachschneiden und dann entscheidet sich im Grunde genommen schon, in welche Richtung es geht. Einerseits bieten wir ja die Möglichkeit der Eloxalbeschichtung an, also Hartanodik. Auf der anderen Seite haben wir die Galvanik. Und wir müssen dann entscheiden, wie die Kontingente verteilt werden. Jetzt kommen ja die Zuliefererbetriebe hier alle aus der Region. Ja. Sie sagten gerade schon, einige der Bauteile müssen hier natürlich nochmal überprüft werden, individuell. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema der Qualitätssicherung bei der Anlieferung. Welche Ansprüche stellen Sie? Wie viel Ausschuss gibt es denn beispielsweise? Ja, also bei den vorgefertigten Teilen aus dem Drehereibetrieb haben wir so gut wie keine Ausschüsse. Im Grunde genommen sind die qualitativ alle gleich. Die werden in 50er oder 100er Sätzen produziert und da ist ein Teil wie jedes andere. Jetzt sind das ja alles Präzisionsbauteile. Wie klangentscheidend sind solche Toleranzen dann für den Tonarm, für das fertige Produkt? Die Toleranzen sind sehr entscheidend. Also wir halten bei Passungsteilen, also bei Teilen, die einer Passung im Tonarm unterliegen, Toleranzen von 2 bis 5 Hundertstel Millimeter ein. Und noch gravierender oder noch wichtiger ist die Einhaltung von Toleranzen im Lagerbereich. Da sind wir im Tausendstel Millimeter Bereich unterwegs. Also ist eigentlich ein ständiger Prozess der Qualitätssicherung und auch der Qualitätsüberprüfung letzten Endes. Genau so ist das, ja. Zum Thema Innenverkabelung eines solchen Tonarms oder Tonarmrohrs. Ich habe gelernt, das wird auch hier bei Transrotor selbst hier in Haus letzten Endes hergestellt? Das ist so, dass hier im Haus im Grunde genommen nur eine Person, eine Kollegin von mir in der Lage ist, diese Verkabelung zu löten. Wir arbeiten beim TAA9 mit einer Reinsilberverkabelung und hier ist es so, dass die Litze im Grunde genommen den Durchmesser eines menschlichen Haares hat. Sie besteht aber in sich nochmal aus 7 Litzen. Und das ist ein ganz filigranes Gespinst im Grunde genommen. Und da ist nur die Kollegin in der Lage, das auch zu verarbeiten und zu verlöten. Die ist da seit Jahren mit beschäftigt. Das ist ein sehr, sehr hoher Spezialisierungsgrad, lerne ich gerade. Ja. Und wenn ich hier mal so hinter mir schaue ins Regal, dann sehe ich unwahrscheinlich viele Einzelkomponenten, die einen solchen Tonarm ausmachen. Ja. TRA9 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aus wie vielen Einzelteilen besteht er eigentlich? Der TRA9 besteht aus ca. 140, 141 Einzelteilen und da käme dann die Innenverkabelung noch hinzu. Da müssten wir die Kollegin befragen. Ich stelle mir das jetzt gerade sehr aufwendig vor, wenn man darüber nachdenkt, dass eine Kollegin das lötet, dass Sie den Tonarm hier letzten Endes produzieren, montieren. Wie viel Zeitaufwand muss ich dafür gedanklich einkalkulieren, dass ein solcher Tonarm jetzt in Ihren Händen entsteht? Ja, also wir müssen einen Zeitaufwand von 1 bis 2 Tagen einkalkulieren. Die veredelten Tonarme, also mit Gold oder Chrom oder Rutheniumbeschichtung, brauchen ungefähr 2 Tage an Vor- und Nachbearbeitungszeit. Ich habe auch gehört, dass Sie auch bei der Entwicklung mit beteiligt waren. Ist das richtig? Das ist insofern richtig, allerdings ist mein Entwicklungsanteil eher schmal. Ich habe am Ende dazu beigetragen, dass das Anti-Skating aus der Theorie in die Praxis geführt wurde. Wir haben hier das Wirkprinzip des Magnetismus, anders als andere Hersteller, die teilweise mit Faden arbeiten oder mit Federn. Und dort jetzt die richtige Kombination aus abstoßenden Magneten zu finden, hat schon eine Woche Aufwand bedeutet, die richtige Kombination herauszufinden. Wer hat denn die Hauptentwicklung des Tonarms gemacht? Die Hauptentwicklung des Tonarms hat unser Konstrukteur, der Herr Lars Hornung, vorgenommen. Wie ich von deinem Kollegen, dem Herrn Pütz, erfahren habe,
bist du nicht nur bei der Produktion, sondern halt eben auch bei der Entwicklung der Tonarme, wie aber auch der Plattenspieler sehr tief involviert. Ja, das ist eigentlich mit ein großer Teil meiner Aufgaben, die Konstruktion von Tonarmen und Plattenspieler zu übernehmen. Am Anfang ist es halt die Handarbeit gewesen, da hat Jochen Räke die Entwicklung gemacht und das habe ich über die Jahre ziemlich selbstständig übernommen. Wobei wir immer noch eng zusammenarbeiten und uns gegenseitig da auch auf den richtigen Stand bringen. Wie kann ich mir ein solches Zusammenspiel vorstellen bei der Entwicklung? Der eine zeichnet, der andere konstruiert oder wie läuft das? Naja, es läuft eigentlich so, dass man sich überlegt, was will man bauen, was braucht der Markt, was braucht die Firma, was wollen wir machen. Die Entwicklungen entstehen meistens nach der High-End, dass wir darüber sprechen, okay, was machen wir im nächsten Jahr. So wird dann geplant. Dann wird gesprochen, gut, wir müssten ein Gerät in dem und dem Preissegment vielleicht haben. Was soll es können? Wie soll es ungefähr grob aussehen? Das besprechen wir dann. Eigentlich im Dreierteam, wo man sagen kann, okay, so und so sollte es sein. Und dann macht man eigentlich einen ersten Aufriss, erste Bleistiftzeichnung, einfach mal ganz grob. So könnte es vielleicht aussehen. So könnte man sowas neu konstruieren und machen. Und dann wird wieder darüber gesprochen. Ja, das wäre dann eine Sache. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man eine grobe 1:1 Zeichnung macht, dass man so ungefähr die Größen und Vorstellungen hat, wie sowas denn aussehen könnte. Und dann macht man irgendwann die richtige technische Zeichnung dafür. Es kann auch sein, dass wir Styropor-Muster bauen, um zu sehen, okay, so und so wird es dann wirklich dann mal aussehen. Und dann wird eben in den Drehereien dann zum ersten Mal Prototeile werden dann gefertigt. Auch über die guckt man dann wieder und verändert die dann wieder und dann kommt ein Prototyp. Und dann wird wirklich dann aus den Teilen dann der erste Prototyp zusammengebaut. Wenn ich jetzt mal ein ganz normales Transrotor-Laufwerk mir als Beispiel nehme, über welchen Zeitraum reden wir hier für einen solchen Prozess, den du gerade beschrieben hast? Also man kann so sagen, grob ein halbes Jahr. Das heißt aber nicht, dass man jetzt die ganze Zeit daran arbeitet, sondern man hat immer gewisse Zeiten, wo man da dran geht, arbeitet und auch Zeiten, wo man das eben einfach liegen lässt. Also man kann aber sagen, so die ganze Entwicklung bis zum Prototypenbau, mal mehr, mal weniger, kommt auf die Größe an, aber so ein halbes Jahr muss man schon rechnen, dass man den Prototypen dann wirklich hat. Übernimmst du auch die Kommunikation mit den Zulieferern und wie läuft das? Ja genau, das mache ich auch. Ich bin Feinmechanikermeister und Maschinenbautechniker und kann also auch ganz gut mit den Zulieferern eben darüber sprechen, mit den ganzen Drehern, mit den Fräsern. Da ist es so, dass ich eben hinfahre, teilweise bei den neuen Sachen, die Sachen mit den Drehern bespreche und mit den Fräsern und die Sachen auch abhole und auch diese Qualitätssicherung dann da überprüfe, an Ort und Stelle eigentlich. Wenn die Sachen dann hier sind, dann werden sie ja zusammengebaut. Wir müssen ja meistens noch die Sachen in die Hand nehmen, polieren und schleifen. Dann kommen immer noch kleine Nacharbeiten, auch Bohrungen oder so, die werden auch hier bei uns hier in der Werkstatt geleistet. Die Verfügbarkeit der Teile ist nicht nur eine klassische Just-in-Time-Anlieferung, sondern ihr habt sicherlich hier auch einen gewissen Lagerbestand an Vorprodukten. Wir haben also von den Standardgeräten haben wir eigentlich einen Lagerbestand von 50 Geräten, muss man sagen, also von den kleineren Geräten. Und von den größeren Geräten, von den ganz großen, sind es eigentlich immer so 2 bis 3, die wir als Lagerbestand haben. Also es wird schon so abgeschätzt, was könnte immer gehen und was könnte immer laufen. Das kann man nicht immer hundertprozentig sagen. Manchmal sind die Lieferzeiten etwas länger, aber wir versuchen eigentlich standardmäßig in 14 Tagen die Sachen zu liefern. Das gelingt uns auch in den meisten Fällen. Das ist eine sehr, sehr starke Ansage an den Markt. 14 Tage Lieferfähigkeit, das ist ein ausgezeichneter Wert. Wie sehr setzt ihr euch mit Alternativen oder auch mit neuen Materialien, mit neuen Fertigungstechnologien auseinander? Müssen wir. Wir haben ja eine ganze Menge ausprobiert an Kunststoffen und an Metallen. Das liegt natürlich jetzt in einer Erfahrung von 50 Jahren, die Firma jetzt ungefähr, die es die Firma ungefähr gibt. Das ist natürlich eine Menge ausprobiert, aber wir entwickeln grundsätzlich bei jeder Neuerung, denken wir auch, was ist fertigungstechnisch möglich. Da sind wir eigentlich
täglich dran, dass wir uns da die Sachen überlegen und im Internet anschauen, was es für Möglichkeiten gibt. Besonders auch die zwei jüngeren Kollegen, die immer auch gute Ideen haben, die wirklich neue Sachen reinbringen und die dafür sorgen, dass wir eben nicht betriebsblind werden. Kannst du mir noch weitere Beispiele nennen, wo ihr sehr früh auf neue Technologien oder einen neuen Technologiemix gesetzt habt? Wir sind viel in Sandwich-Bauweisen reingegangen, was Acrylate oder Kunststoffe mit Metallen in Verbindung zu bringen ist. Das haben wir schon sehr frühzeitig ausprobiert. Hier findet dann die Komplettierung der einzelnen Baugruppen zum fertigen Plattenspieler statt. Hier ist ein Raum, wo jetzt eigentlich so eine Serienproduktion, obwohl man bei uns eigentlich schon gar nicht bei Serienproduktion sprechen kann, weil diese Plattenspieler sind sehr individuell. Also es gibt fast überall andere Tonarme, andere Tonabnehmer, andere Lagerungen. Aber das wird eigentlich hier montiert und dann, wenn alles steht und 24 Stunden eingelaufen ist, dann wird eigentlich von mir oder von dem Kollegen die Systeme und die Tonarme werden nochmal eingestellt. Die werden vermessen und dann geben wir die Freigabe, okay, jetzt kann es eingepackt werden und dann wird die ganze Sache, wird jeder Plattenspieler einzeln eingepackt und dann geht's los. Ja, vielen Dank für diese umfangreichen Informationen. Sehr gern. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Thema Service bei der Firma Transrotor aussieht. Bei mir habe ich Gerd Weichler, der seit vielen, vielen Jahren schon bei Transrotor das ein oder andere Modell hier auf dem Tisch gehabt hat und der uns sicherlich ein bisschen was dazu erzählen kann. Was kann ich an einem Transrotor denn nach diesen ganzen vielen Jahren hier vom Service eigentlich noch erwarten? Was muss gemacht werden? Was empfiehlt es sich daran zu tun? Also erwarten können Sie auf jeden Fall nur Positives. Es ist überhaupt gar kein Problem, diese alten Geräte wirklich wieder aufzuarbeiten, weil wir auch damals nicht viel mit Plastik oder gar nicht mit Plastik gearbeitet haben, sondern mit Acryl, mit Aluminium, mit Metall. Und das lässt sich von der Oberfläche wunderbar bearbeiten, dass man also wirklich auch wieder das Gerät nagelneu machen kann. Ist aber aufwendig, kostet ein bisschen Geld, aber es geht. Das bedeutet, wenn ich also Beispiel einen 30 Jahre alten Transrotor jetzt hierher bringe, der beispielsweise einen Lagerschaden hat, das können Sie jetzt hier noch auf Vordermann bringen und reparieren? Richtig, jawohl, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt nicht immer alle Ersatzteile, aber man muss findig sein und bestimmte Werkzeuge benutzen und dann kann man vieles wieder aufarbeiten und muss nicht austauschen oder was Neues nehmen. Stichwort Modifikation. Die Technik, die Technologie hat sich ja weiterentwickelt. Kann man einen älteren Transrotor-Plattenspieler auf einen neueren Stand bringen? Nicht ohne weiteres. Wenn jetzt nur, sagen wir mal, 10 oder maximal 15 Jahre dazwischen sind, dann wird das eventuell gehen. Aber so im Laufe der Zeit verändern sich die Lager. Die jetzigen Lager sind doppelt oder dreimal so groß wie die Lager in den früheren Zeiten. Also gerade bei dem Gerät, was wir hier haben, das ist dann nur so eine kleine 6 mm Achse. Und wenn man jetzt ein TMD-Lager von uns sieht, das hat solch einen Durchmesser, das kann man da nicht einbauen, das geht nicht. Das bedeutet, selbst wenn man es hypothetisch machen könnte, die Originalität des Drehers wäre wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Absolut, ist richtig, genau das. Also der Wert des Gerätes wird dann nicht besser oder mehr, sondern eher weniger, weil es nicht mehr original ist. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, einen Transrotor zu Hause jeden Tag zu benutzen, wir hören jeden Tag vielleicht 2-3 Stunden Musik damit. Was empfehlen Sie diesen Kunden? Nach welcher Zeit sollten Sie mal über einen Service nachdenken? Und wenn ja, was sollte getan werden an dem Gerät? Ja, also jetzt bei den alten Geräten alle 2-3 Jahre mal gucken, ist das Ölbad noch sauber, ist noch genug Öl drin? Und bei dem Antriebsriemen, okay, austauschen muss man, wenn er runterfällt oder gerissen ist. Aber pflegen kann man ihn, indem man den halt mit reinem Alkohol einmal kurz durch einen Lappen zieht und hinterher mit Talkum einreibt. Dann halt er mindestens die doppelte Lebenszeit. Gibt es Dinge, die sich partout nicht mehr reparieren lassen, auch bei einem Transrotor? Nö. Es geht alles. So, liebe Leute, das war unser Tag bei der Firma Transrotor hier in Bergisch Gladbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis demnächst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.